Im heutigen Video geht es um das Thema Kleben im Modellbau. Dabei möchte ich aber nicht Dinge wiederholen, die man schon oft gesehen hat, so wie die üblichen Wasser-Weißleim-Mischungen für Schotter- und Geländeverklebungen, sondern vielmehr möchte ich euch einige von den Klebern vorstellen, mit denen ich gern arbeite und Alternativen dazu vorstellen und auch einige Eigenschaften, die vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so geläufig sind. Dazu habe ich euch wie immer ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt, die ihr euch ruhig mal anschauen solltet. Die meisten von uns haben sicher ihre Modellbaukarriere mit der Montage von Gebäudebausätzen begonnen. Dazu gibt es eine riesige Auswahl an verschiedenen Klebern, ob als Tubenform, mit Pinsel im Deckel oder mit einer Kanüle, das spielt dabei keine Rolle. Ich persönlich bevorzuge die Kanüle, weil sich damit der Klebstoff am besten dosieren lässt. Leider verstopft diese Kanüle ab und zu und deswegen habe ich mir hier so eine kleine Tasche an die Flasche geklebt, damit ich immer einen passenden Draht mit 0,5 mm Stärke zur Hand habe, um die Verstopfung durch kurzes Durchputzen wieder zu lösen. Und dann fließt der Klebstoff wieder genauso, wie man es in dem Augenblick auch benötigt. Gerade bei stirnseitigen Verklebungen ist die Kanüle natürlich im Vorteil. Man kann den Kleber hier sehr feinfühlig dosieren, muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man nicht zu viel aufträgt, damit es dann nachher nicht aus den Kanten herausquillt, weil das gibt dann später Probleme beim Lackieren, da dieser Klebstoff doch etwas aufträgt und man würde das am Ergebnis auf jeden Fall sehen. Also macht's nicht so wie ich jetzt gerade. Man kann die Teile dann in Ruhe zusammenfügen, noch ein wenig ausrichten und die Anfangshaftung ist von vornherein schon relativ hoch. Man kann aber immer noch mal ein bisschen nachdrücken, bis alles zur Zufriedenheit passt. Ich hatte euch ja bereits bei der ersten Anlagenvorstellung den Umbau der Faller-Loreley-Tunnelportale gezeigt. Dabei musste ich auch die Teile für die Gewölbeeinfassung auseinanderschneiden und aus mehreren Teilen in einem neuen Radius wieder zusammenfügen. Dazu habe ich dann mit einem kleinen Kreissägeblatt von Proxon sämtliche Fugen bis fast zur unteren Kante eingenutet. Um den größeren Radius zu erzielen, habe ich die Teile im Schraubstock eingespannt und satt von hinten mit dem Kleber eingestrichen, damit das Material mehr oder weniger aufweicht und sich dann etwas bereitwilliger in die neue Kontur biegen lässt. Den beim Sägen entstandenen Grat kann man mit dem Kleber sehr gut vermischen und nach einer kurzen Einweichzeit mit einem kleinen Schraubenzieher wieder in die Fugen eindrücken. Die so entstandene Spachtelmasse weist natürlich wieder die Farbe vom originalen Bausatz auf und man erspart sich eine weitere farbliche Behandlung und kann direkt zum Patinieren übergehen. Eine Alternative dazu ist der gute Stoff hier. Er ist relativ schwer zu bekommen und auch gesundheitlich sollte man da ein bisschen mehr aufpassen als sonst. Also auf jeden Fall lüften und beim Arbeiten auf keinen Fall den Rüssel drüber hängen. Ich fülle mir deswegen immer eine kleine Menge in ein verschließbares Glas ab, dann verdunstet davon relativ wenig und man kann auch einfach sauberer arbeiten, weil man sieht, wie tief man mit dem Pinsel in sein Gefäß gehen muss. Außerdem ist dieser Kleber relativ flüchtig und dadurch vermeidet man unnötigen Verlust durch ein offen herumstehendes Gebinde. Die Verarbeitung ist relativ einfach. Die Teile aufeinander ausrichten, Pinsel eintauchen, vorbeistreichen, fertig. Allerdings neigt es dann dazu, dass es sich zu einer Seite hinzieht. Deswegen sollte man nach Möglichkeit immer den Kleber von beiden Seiten einstreichen. Das kann man noch ein paar Mal wiederholen. So viel Zeit bleibt auf jeden Fall. Kann noch ein bisschen ausrichten und nochmal nachkleben. Auch hier ist die Anfangshaftung von vornherein sehr gut, auch wenn man noch leichte Korrekturen nachgeben muss.
Alles kein Problem. Und natürlich zum Schluss nicht vergessen, das Glas wieder verschließen. Man kann damit auch eine Stoßverbindung herstellen, die sich nach dem Aushärten sehr schön schleifen lässt und dann zum Lackieren keinerlei Nacharbeit im Sinne von Spachteln mehr benötigt. Dafür trägt man den Kleber etwas dicker auf, drückt die Teile zusammen, bis sich eine kleine gelöste Materialwulst bildet. Wenn es noch nicht ausreicht beim ersten Mal, nochmal nachkleben, wieder andrücken und nochmal ausrichten und fertig. Jetzt sollte man das Teil ruhig ein paar Stunden liegen lassen zum Aushärten. Man kann hiermit auch Plexiglas verkleben. Man sollte lediglich die Sägeriefen fein schleifen, um die Klebefläche möglichst groß zu gestalten. So lassen sich dünne Platten relativ gut verkleben. Dazu braucht man einen ebenen Untergrund, stellt die zweite Platte lose ohne Druck auf die erste und lässt den Kleber mit dem Pinsel einfach durch die Kapillarwirkung in die Fugen ziehen. Gegebenenfalls muss man da von beiden Seiten arbeiten und immer aufpassen, dass man die Platten dadurch nicht bewegt, weil der Kleber ansonsten sofort verdunsten würde und eine weitere Kapillarwirkung wahrscheinlich unterbinden würde. Aber dank der Transparenz des Materials kann man den Klebevorgang sehr gut kontrollieren. Und zumindest bei dünneren Platten ergibt sich dadurch eine optisch sehr ansprechende Klebeverbindung. Die Riefen, die man hier jetzt noch sieht, spiegeln sich nur von der Oberfläche, sind aber nicht in der Klebefuge vorhanden. Dieser Kleber ist allerdings nicht geeignet für Polystyrolglas, wie es in Modellbausätzen verwendet wird oder wie hier beispielhaft bei einer CD-Hülle. Die Idee ist zwar verführerisch, aber die Oberfläche wird sofort stumpfmatt und dann kann man das ganze Teil wegschmeißen. Und wie schnell genau dieser Kleber verdunstet, kann man hier beobachten. Ich gebe einfach mal einen kleinen Tropfen auf die Platte und innerhalb von wenigen Sekunden ist er fast vollständig verdunstet. Auch ganz interessant zu beobachten ist diese Eiskristallbildung. Habe ich jetzt hier mal in Echtzeit gefilmt. Da kann man mal sehen, wie viel Wärmeentzug doch dem Pinsel da widerfährt bei der Verdunstung, wenn man den Pinsel so richtig schön tropfnass einfach aus dem Glas nimmt und daneben legt. Dementsprechend fühlt sich das natürlich auch an, wenn mal aus Versehen ein Tropfen auf die Hand gespritzt ist. Versteht sich aber von selbst, dass man bei solchen Chemikalien den Hautkontakt doch tunlichst vermeiden sollte. Lässt sich aber nachher ganz einfach wieder abwischen. Trotzdem würde ich jetzt für diese Klebearbeiten nicht unbedingt den teuersten Rotmarderpinsel nehmen, den ich finde. Das hier sind ein paar Muster von meinem Lieblingswerkstoff, PVC-Hartschaumplatten, auch unter dem Markennamen Forex bekannt. Die sind leicht, stabil, gibt es in verschiedenen Farben und in Materialstärken von 2 bis 19 mm. Und auch dafür gibt es ein paar sehr gut geeignete Kleber, obwohl PVC normalerweise ja als problematisch gilt. Lässt sich sehr gut auch mit Holz kombinieren, da es sich teilweise auch recht ähnlich verarbeiten lässt. Man kann zum Beispiel stirnseitig reinspaxen, ohne vorbohren zu müssen. Gutes Beispiel hierfür ist diese Vorrichtung für die ersten Versuche mit der selbstgelöteten Oberleitung. Ich hatte euch ja bereits in den Anlagenvideos gezeigt, wie eine Steinbogenbrücke oder die Brückenköpfe bei der Fachwerkträgerbrücke entstanden sind. Um auch bei diesen Bauwerken komplett ohne Spachteln auszukommen, braucht es Kleber mit ähnlich guten Eigenschaften wie eben beim Polystyrol gezeigt. Sehr gut geeignet dafür ist dieser Tangit, aber zur Not tut es auch jeder günstige Dachrinnenkleber aus der Baustoffabteilung aus dem Baumarkt. Die Verarbeitung ist ähnlich wie bei dem Kanülenkleber fürs Polystyrol. Man muss sich allerdings etwas beeilen, da dieser Kleber dazu neigt, recht schnell eine trockene Haut zu bilden. Ich mache das jetzt hier wieder nicht allzu ordentlich, damit ihr nachher seht, wie sehr diese überstehenden Klebenasen stören könnten, wenn man das Teil noch lackieren möchte. Dann wieder zusammendrücken, etwas ausrichten und fertig. Und auch hier ist die Anfangshaftung wieder erstaunlich hoch, sodass man dann zügig weiterarbeiten kann. Auch hierfür gibt es wieder eine Flüssigvariante.
Bei der sollte man genauso eine kleine Menge in einen Becher abfüllen, dann fällt die Pinselverarbeitung um einiges leichter. Da das Zeug ziemlich stinkt, wird man das Lüften höchstwahrscheinlich nicht vergessen und auch nicht freiwillig mit der Nase über den Becher gehen. Der Ablauf ist genau dasselbe wie beim Polystyrol. Eintauchen, an der Kante vorbeifahren, das Ganze am besten von beiden Seiten. Dann kann man noch ein bisschen gerade richten und auch hier ist die Anfangshaftung wieder erstaunlich hoch. So, inzwischen sind 24 Stunden vergangen und wir schauen uns mal die Klebestelle und die Klebefestigkeit an. Beginnen wir mit dem Polystyrol, mit dem Tubenkleber und der Kanüle. Knack. Klingt schon ganz gut. Und die Klebestelle zeigt auch, dass wir hier eine recht ordentliche Verschweißung vom Material haben. Denselben Versuch dann mit unserem flüssigen Kleber, dem Schnellkleber. Schaut ordentlich aus an den Kanten. Knack. Und da ist die Verschweißung eher noch kräftiger und das Material ist schön homogen miteinander verschmolzen. Dann kommt die Stoßverklebung. Diese Klebestelle verschleifen wir jetzt mal. Und man erkennt schon, dass auch diese Verklebung wie aus einem Stück aussieht. Und hier haben wir jetzt eine Fläche, die wir eigentlich direkt ohne Spachteln lackieren könnten. Probieren wir einfach mal mit der Sprühdose aus. Und wir haben eine saubere Fläche ohne Einfallstellen und das ganz ohne Spachteln. Und dann schauen wir uns mal unsere PVC- oder Forex-Platten an. Hier der erste etwas unsaubere mit dem Tubenkleber. Knack. Klingt schon sehr vielversprechend. Knack. Man sieht förmlich, wie das Material ausbricht und ausreißt. Wirklich sehr schön verklebt. Flüssigkleber, auch da wieder sehr saubere Flächen, so wie beim Polystyrol. Kein so lautes Geräusch, aber auch da, das Material wird förmlich auseinandergerissen. Es verschmilzt also perfekt miteinander. Abschließend unser Plexiglas, schaut immer noch sehr gut aus, auch wenn man beim genaueren Hinsehen eine leichte Blasenbildung sieht. Und die Verklebung ist zumindest hinreichend stabil. Allerdings wird hier das Material nicht aus seinem Gefüge gerissen, sondern nur leicht angelöst. Ein weiterer Kleber, den ich immer sehr gern verwende, ist dieses 2-Komponenten-Epoxidharz. Immer dann, wenn Sekundenkleber zu spröde wäre, kommt er bei mir zum Einsatz. Dank der langen Verarbeitungszeit kann man diese Teile dann auch in aller Ruhe ausrichten. Der Kleber zeichnet sich aus durch eine besonders lange Verarbeitungszeit von ca. 90 Minuten und das sorgt dabei für ein sehr entspanntes Arbeiten. Man kann seine Teile in aller Ruhe ausrichten, nochmals korrigieren und muss keine Angst davor haben, dass irgendetwas zu früh anzieht und dann nicht mehr korrigierbar wäre. Die praktische Doppelkanüle erlaubt ein sehr genaues Portionieren der beiden Komponenten in gleich großen Strängen. Diese werden dann auch wieder in aller Ruhe gründlich vermischt und verrührt. Ein Nachteil des Klebers ist aber eben auch diese lange offene Zeit, da er an senkrechten Flächen durchaus dazu neigen kann, langsam und unauffällig davon zu fließen, bis die Reaktionszeit anfängt. Eine Möglichkeit, diese Fließfähigkeit einzudämmen, ist die Zugabe von Mikroballons. Die werden normalerweise benutzt, um dünnflüssigen Sekundenkleber einzudicken, lassen sich aber auch sehr gut in diese 2-Komponenten-Harze einrühren. Dabei ist es immer wieder erstaunlich, welche großen Mengen von diesen Kugeln sich in einen relativ kleinen Kleberbatzen einmischen lassen. Aber im Laufe der Zeit merkt man, wie das Ganze deutlich zäher wird und nach etlichen Zugaben und einigen Minuten Umrührens erhält man eine fast schon spachtelfähige Masse, die selbst bei Temperatureinfluss die Fließfähigkeit von diesem 2-Komponenten-Harz deutlich herabsetzen kann.
Eine weitere Möglichkeit, das Davonfließen zu verhindern, besteht darin, dass man die Oberfläche der Mischung mit ein paar Tropfen Sekundenkleber benetzt. Ich habe hier in dem Beispiel keine Mikroballons dazu getan. Und bei dem Sekundenkleber ist es natürlich wichtig, dass ihr auch den Rand, also sprich die Umgebung von dem Klebebatzen, damit berührt. Nach einer kurzen Zeit bildet sich dann eine Haut über dem Kleber, aber unter dieser Haut wird die normale Aushärtereaktion des Zweikomponentenklebers dadurch nicht beeinflusst. Und hier nochmal der Vergleich zu der anderen Seite, auf der kein Sekundenkleber war. Ich ziehe die jetzt mal ab und dann sieht man, wie dünn diese Schicht ist und dass die Reaktion des Klebers darunter in keiner Weise beeinflusst worden ist. Und so können dann auch bei Temperatureinfluss keine unliebsamen Überraschungen entstehen. Auch diesen 5-Minuten-Epoxykleber gibt es in dieser praktischen Doppelkanüle und auch der lässt sich an der Oberfläche mit dem Sekundenklebertrick für noch schnellere Anfangsergebnisse aushärten. Mit etwas Spiritus verdünnt lassen sich so auch sehr schöne Welleneffekte auf den Wasseroberflächen aus Gießharz erzielen. Im Bereich der Räder wurde das Harz nicht verdünnt und nach ein paar Minuten Anhärten nochmals mit einem Zahnstocher nachmodelliert. Man sieht also, man muss nicht zwangsweise auf die teuren Spezialwassereffekte von der Industrie zurückgreifen. Für die nächste Anwendung habe ich jetzt hier mal einen polierten Lichtleiter aus Acrylglas genommen und habe den ganz einfach mit einem Schrumpfschlauch mit einer handelsüblichen LED verbunden. Es passiert ja immer wieder mal, dass man bei der Demontage von einer Lok oder von den Fensterscheiben aus Versehen auch einen Lichtleiter zerbricht. Und dieser Kleber hat eben die hervorragende Eigenschaft, dass er das Licht sehr gut leiten kann. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal eine Zange und breche von den beiden vorbereiteten Lichtleitern ein Stück ab und vertausche die auch miteinander. Und dann werden sie wieder verklebt, um euch zu zeigen, wie gut der Lichteffekt danach wieder sein kann. Dazu habe ich mir zwei ganz einfache Vorrichtungen zusammengeklebt. Einmal für eine rechtwinklige Verbindung und einmal mit einem Winkel von ungefähr 30 Grad. Es ist immer etwas schwierig, mit der Kamera Lichteffekte so einzufangen, dass sie nachher auch so wirken, wie man das mit dem bloßen Auge sieht. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Spannung ein klein wenig zurückgedreht und der Effekt sollte trotzdem sichtbar sein. Dann wird der Kleber genau wie bei dem Endfest im Verhältnis von ca. 1:1 vermischt. Dabei solltet ihr versuchen, das Ganze möglichst blasenfrei aufzurühren. Die Bezeichnung 5 Minuten Epoxy bezieht sich wohl eher auf die Verarbeitungszeit, also von daher ist keine allzu große Hektik angebracht. Und dann nehme ich die Mischung und tupfe die mit dem Zahnstocher einfach zwischen die beiden Bruchstellen. Das kann man in mehreren Aufträgen machen. Wichtig dabei, dass die Bruchstellen komplett benetzt sind. Erst dann wird das Licht wirklich von dem einen Teil zum nächsten komplett weitergegeben. Wahrscheinlich muss ich jetzt die Spannung nochmal raufdrehen, damit man das vom Lichteffekt besser erkennen kann. Aber das ist eben so bei den Kameras. Noch besser erkennt man den Effekt bei der zweiten Versuchsplatte mit den abgewinkelten Bruchstücken. Da sieht man schon am Übergang, wie der Lichtstrahl zwar an den Seitenwänden reflektiert, aber noch nicht vorne am Lichtleitstab. Aber mit jedem Tupfen wird die Lichtausbeute besser. Und auch hier wieder zur Verdeutlichung kann man die Spannung nochmal hochdrehen. Das heißt also, wenn ihr einen zerbrochenen Lichtleiter habt und sogar ein Teil fehlt, kein Problem, lässt sich auf diese Art und Weise wunderbar reparieren. Ihr könnt den Kleber auch mit transluzenten Modellbaufarben einfärben. Da braucht es gar nicht so viel, kleiner Tropfen genügt. Wenn ihr gerade keine rote LED zur Hand haben solltet, könnt ihr damit zum Beispiel wunderbar die roten Rückleuchten imitieren. Ich denke mal, mache ich es jetzt anders.
klebe erstmal den Kleber rein, stecke das Bruchstück drauf und dann wird es wieder schwierig für die Kamera, rot darzustellen. Wirkt jetzt gelblich. Aber ich denke, wenn man es ein paar Mal gedreht hat, jetzt, dann kommt der Effekt doch sauber rüber. In dem Video Modellbahn gemeinsam bauen hatte ich euch ja bereits das Swimmingpool in unserem Kurhaus vorgestellt. Hier habe ich einige Lichtleiter zusammengefasst und auf eine flache LED draufgeklebt. Und man sieht an den Bildern, wie stark der Lichtaustritt auch nach mehrmaligem Farbauftrag noch war. Das hat also einige Geschichten gebraucht, bis das Dach endlich aufgehört hat, in Ziegelrot zu leuchten. Und der darf natürlich auf keinen Fall fehlen, der Klassiker, der gute alte Uhu. Der war wohl für die meisten von uns die absolute Einstiegsdroge in die wunderbare Geruchswelt der Kontaktkleber. Was gibt's mit denen noch Neues zu berichten? Ja, bestimmt nicht viel, außer einer Sache. Er neigt nämlich dazu, bei größeren Aufträgen beim Aushärten Blasen zu bilden. Und den Effekt kann man sich zunutze machen, wenn man auf die Schnelle mal einen kleinen Wasserfall nachbilden möchte, so wie vorhin auf dem Wasserdurchfahrtsdiorama mit dem 5-Minuten-Epoxy-Wellen. Heißkleber eignet sich nicht nur zum Fixieren von Decodern wegen der guten Wärmeabfuhr und der leichten Lösbarkeit, sondern hilft auch bei folgendem Szenario. Euer neues Diorama ist gerade fertig und ihr wollt nur noch schnell eben die Regalträger an der Wand verdübeln und dann das. Nichts als Sand. Keine Chance, dass der Dübel da jemals Halt findet, wenn ihr keinen Gips zur Hand habt. Und der nächstgrößere Dübel samt Schraube ist auch keine Lösung, weil die Schraubenköpfe hier nicht mehr in die Aufnahme von den Langlöchern passen würden. Aber auch für solche problematischen Wände ist Heißkleber das ideale Mittel. Ihr müsst nur vorher das Bohrloch ordentlich aussaugen, damit möglichst kein loser Staub mehr übrig ist, weil ansonsten würde sich der Heißkleber nicht mit der Wand verzahnen können. Dann eine ordentliche Portion Heißkleber in das Bohrloch, so tief wie möglich, und den Dübel hineingeschoben. Dabei sollte man tunlichst den Hammerstiel nehmen und nicht die Finger, weil der rausquillende Kleber ansonsten wunderbare Brandblasen am Daumen produzieren würde. Und nach wenigen Minuten Aushärtezeit habt ihr einen Dübel, der sämtliche schwere Lasten wunderbar hält. Hier mal als Beispiel ein 12 mm Multiplexbrett. Ihr seht, wie tief die Schraube sich da in das Loch hineinzieht, ohne dass der Dübel wieder aus der Wand kommt. Abschließend noch ein paar Tipps und Anregungen von anderen Modellbahnern, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Der erste kommt vom Meister persönlich, nämlich von Josef Brandl. Der füllt seinen Pattex in eine Spüliflasche ab. Und wie man unschwer erkennen kann, habe ich dieses Prinzip inzwischen auch schon sehr oft angewandt. Der Vorteil ist, dass die Düse so luftdicht ist, dass der Kleber auch bei längerem Nichtgebrauch nicht eintrocknet. Die Flasche ist jetzt ungefähr, ich würde sagen, seit einem halben Jahr schon so leer. Und wenn man sie umdreht, sieht man aber, dass der Kleber immer noch sehr gut fließt und dass man ihn weiterhin ruhigen Gewissens verarbeiten kann. Das Praktische dabei ist, dass man über die Düse bestimmen kann, wie viel Klebstoff aus der Flasche herauslaufen soll. Wenn man sie ganz öffnet, gibt es einen satten Kleberauftrag und die Verarbeitung ist ähnlich wie bei einem Tubenkleber. Wenn man die Düse ein wenig mehr schließt, kann man dann den Kleber auch deutlich feinfühliger aufbringen. Zum Beispiel für kleinere Flächen, die man mit dem Zahnspachtel einstreichen möchte, oder sogar für noch feinfühligere Arbeiten, wenn nötig. Und dann noch eine Frage vom Roland vom Haltepunkt Auwiesen. Der wollte wissen, wie ich denn hartnäckige Verklebungen auf Straßenbelägen entferne. Ich nehme dazu eine Teppichbandrolle, entferne einen Teil des Schutzpapiers, rolle das langsam über die Straße und schon lassen sich die lästigen Verklebungen ganz einfach entfernen.